Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Mami Vlog Kitchen. Wir basteln uns heute unseren eigenen kleinen Garten, einen Focaccia-Garten. Ist ja seit längerer Zeit schon ziemlich beliebter Foodtrend und weil es so einfach ist, so schön aussieht und weil wir glauben, dass auch Kinder das richtig cool finden, muss das unbedingt ein Video werden in unserem Mami Vlog Kitchen Format, haben wir gedacht. Das Schöne daran ist auch, man kann pflanzen, was man möchte. Also ihr könnt richtig schön kreativ werden. Gerne natürlich auch mit euren Kindern zusammen. Hier aber erstmal unser Ergebnis zum selber machen. Los geht's! Ja, zuerst brauchen wir natürlich einen schönen Focaccia-Teig und der ist zum Glück auch wirklich sehr einfach und später auch sehr lecker. Ihr benötigt dafür Mehl, lauwarmes Wasser, Trockenhefe, ihr könnt natürlich auch richtige Hefe verwenden, wenn ihr welche da habt, das spielt keine Rolle, Salz, Zucker und Olivenöl. So, jetzt startet ihr damit die trockenen Zutaten, also 300 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Zucker und eine halbe Packung Trockenhefe in eine große Schüssel zu geben und gut zu vermengen. Und danach gebt ihr 150 Milliliter lauwarmes Wasser und 3 Esslöffel Olivenöl dazu. Und jetzt verrührt ihr das alles entweder mit dem Knethaken eures Mixers oder wer hat, natürlich noch praktischer mit der Küchenmaschine, denn ihr solltet wirklich darauf achten, dass ihr 5 Minuten rührt, denn der Teig muss das Mehl wirklich vollständig aufgenommen haben und richtig klebrig sein, so wie hier. Wenn der Teig die Konsistenz jetzt erreicht hat, dann deckt ihr ihn mit einem Küchentuch ab und lasst ihn an einem warmen Ort ca. 1 Stunde lang gehen. In der Zwischenzeit könnt ihr jetzt den Belag für den Focaccia-Garten schon vorbereiten. Dafür nehmt ihr am besten einfach Zutaten, die ihr zu Hause habt. Also bei uns ist es Mais geworden, Sesam, Zwiebeln, Oliven, Tomaten und ein paar Kräuter, also Schnittlauch, Rosmarin und Basilikum. Das ist jetzt aber nur eine Variante von vielen. Da könnt ihr euch wirklich austoben, am besten auch zusammen mit den Kindern. Die haben da bestimmt auch richtig coole Ideen. Also hier kommt jetzt wieder einmal der Tomatentrick, den kennt ihr ja schon. Das werden jetzt Blüten von den hohen Pflanzen hier. Dann haben wir noch so schöne große Blumen hier aus Zwiebelringen gemacht. Dafür schält ihr einfach die Zwiebel und schneidet die in Scheiben. Und aus den restlichen Zwiebeln könnt ihr noch einen schnellen Tomatensalat dazu machen. Dann habt ihr was schön Frisches dabei, was wirklich gut dazu passt und was nebenbei wie von alleine entsteht. Genau, und wir schneiden jetzt Kräuter immer mit der Schere in die Taste. Das macht Jannik einfach total viel Spaß. Ja, und das war es auch schon tatsächlich mit der Vorbereitung für den Belag. Der Teig ist inzwischen auch gut aufgegangen und kann jetzt nochmal durchgeknetet werden. Dafür gebt ihr ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und knetet den Teig einfach nochmal gut durch. Ja, und wenn ihr jetzt fertig seid mit dem Durchkneten, dann wird der Teig noch ausgerollt. Die Form ist eigentlich völlig egal, das könnt ihr selber entscheiden. Wir haben den Teig jetzt zu einem Rechteck gerollt, damit er gut aufs Backblech passt. Ein runder Teig geht natürlich genauso, den ihr zum Beispiel in eine Kuchenform legen könnt oder ihr macht so diese Schiffchenform, die ja irgendwie typisch ist auch für Focaccia. So, und wenn ihr mögt, könnt ihr den Teig jetzt natürlich im Nachhinein auch nochmal mit Olivenöl bestreichen, ist aber kein Muss. Die meisten Focaccias, finde ich, schwimmen irgendwie im Öl. Ich mag es mit weniger lieber, das ist reine Geschmackssache. Ja, und jetzt geht es ans Belegen. Das hat uns eigentlich am meisten Spaß gemacht. Wir haben jetzt ganz unten erstmal eine Wiese aus Schnittlauch gelegt und Jannik wollte unbedingt noch kleine Blumen aus Mais dazulegen. Und ja, auf der Wiese wachsen jetzt natürlich noch die schönen großen Blumen aus Rosmarin, Schnittlauch, Tomaten, Zwiebeln und so weiter. Also ihr habt hier wirklich keinerlei Vorgaben. Da funktioniert alles und vor allem schmeckt fast alles. Tatsächlich könnt ihr das Ganze auch mal süß probieren. Also Mandelmus und Banane sind zum Beispiel auch tolle Zutaten auf so einem Focaccia. So, jetzt haben wir zum Schluss noch ein bisschen Sesam drüber gestreut und dann kommt alles für 25 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen und fertig ist der kleine essbare Garten. Ich finde, das sieht echt toll aus, fast wie so ein eigenes kleines Bild und zu schade zum Essen, aber weil es so super schnell gemacht ist, ist das dann natürlich auch schnell aufgegessen. Also probiert ihr das Ganze auch auf jeden Fall mal aus und schickt mir das gerne. Ich teile sowas immer gerne auf Instagram. Ja, dann gibt es jetzt hier noch euren Screenshot. Damit könnt ihr direkt loslegen und ich sage Tschüss und hoffentlich bis bald.